Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute gibt es ein Unboxing von Avery, die Designer-Teemaschine, die die Teekultur uns etwas näher bringen soll. Und ja, ist gerade angekommen. Ihr habt auf Instagram vielleicht schon so ein kleines Mood-Unboxing gesehen und ja, jetzt machen wir ein richtiges Unboxing, bevor mein Review in den kommenden Wochen kommt. Avery ist hier auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich ihre Teemaschine teste. Das ist eine Maschine, die ihr euch ähnlich wie so Kaffeemaschinen vorstellen könnt. Es gibt extra Kapseln und die kann man dann einsetzen und hat dann den perfekten Tee. Natürlich auch smart, kommt mit einer App und was ich davon halte, das werdet ihr im Review sehen. Wir packen das Ganze heute erstmal aus und gucken, wie sich es im Ersteindruck schlägt. Wieder natürlich so ein Luxusprodukt und ich feiere die Verpackung auf jeden Fall. Wir haben hier hinten auch noch unterschiedliche Teesorten zugeschickt bekommen. Also die werde ich euch gleich auch mal vorstellen. Ich glaube, ich muss hier diese Umpuff-Verpackung einmal rausziehen. So, zu mir. Ich bin selbst kein Kaffeetrinker, also Tee eher schon. Und sowas hier im Büro dann stehen zu haben, ist dann natürlich auch sehr gut und bringt dann den ein oder anderen Kunden vielleicht die Teekultur näher. Interessant gestaltet, wenn man das dann so hier aufklappt, haben wir unsere Avery Utensilien. Vielleicht mache ich das mal lieber so, damit nichts entgegenpurzelt. Glaube ich, immer so ein bisschen aus der Kamera treten, damit der Fokus auch passt. So eine kleine Box in der Box mit einem Begrüßungsblatt und einem kleinen Handbuch, auch sehr schön. Ready to start the revolution. So, das Ganze kommt mit insgesamt 3, 6, 7, 8 Kapseln. Also ihr müsst euch die Kapseln nicht sofort kaufen. Aber was ich schon gesehen hatte, ist, dass das Kapseln sind, die nur für Avery sind. Also da gibt es keine Drittanbieter und das kann teurer Spaß werden. Also wer sich diese wer sich diese Teemaschine besorgt, der muss dann damit klarkommen, dass es nur diese Kapseln für auch gibt. Die Kapseln sehen so aus. Dann habt ihr auch einmal mal eine gesehen. Ist hier aus Plastik, also wer Nachhaltigkeit liebt, wird hier auf jeden Fall was zu bemängeln haben und ja, dass das halt ein Verbrauchsgegenstand ist, wo man immer diese Kapseln einlegen muss, ist schon mal ein bisschen Kritik, aber nichtsdestotrotz, es ist ein sehr schickes Produkt, sehr hochwertig. Ich mag ja hochwertige Produkte und wir werden sehen, ob es von der Qualität überzeugen kann. Bedienungsanleitung, die werden wir vielleicht brauchen. Unser Wasserbehälter. Hier wird auf Plastik verzichtet, das finde ich gut. Aber der Wasserbehälter selbst, der scheint mir auch aus Plastik zu sein. Also wenn das Glas wäre natürlich auch super. Aber wird, glaube ich, auch erhitzt hier das Ganze. Oder hier wird einfach das Wasser gelagert in diesem Behälter. Und wenn das natürlich auch Glas wäre, würde das auch nochmal einen gut besseren Eindruck machen. So, dann haben wir hier die erste Box mal raus. Die packen wir zur Seite. Und hier unten noch ein Versandbag. Also dadurch, dass das hier alles Plastik ist, ich denke, man kann die Kapseln, meine ich gehört zu haben, man kann sie retournieren. Ja, ein Retourlabel ist das. Ist das auch kostenlos? Ich glaube schon. Ja, kostenlose Retourlabel, das ist schon mal ganz cool. Ob man dann vielleicht halt auch wie so einem Pfandsystem das Ganze nutzen kann, das werde ich mich informieren und euch im Review berichten. Wir haben dann hier einmal das Netzteil, gut, und geschützt von so einem kleinen nicht Mikrofasertuch, aber so sehr samtig und seidig, sehr cool.
Bei dem teuren Spaß haben die sich auf jeden Fall bei der Verpackung Gedanken gemacht. Und hier drin haben wir dann den Avery, den ich hier mal raushebe. Nicht so schwer, wie ich dachte. Und wenn wir das zur Seite packen, dann zeige ich euch das Gerät hier einmal in matt schwarz. Sehr schön designt und wird auf jeden Fall ein Hingucker hier auf der Küchenzeile. Hier oben haben wir unsere Bedienelemente. Man könnte hier die Tassengröße einstellen, die Teedauer anscheinend und das Ganze loslegen. So. Lege ich das hier mal dazu. Der Wasserbehälter, den man rausnehmen kann, den kann man hier einsetzen. Ich glaube, das rote kann man hier entfernen. Und upsala. Das ist jetzt hier auch nicht ganz fest. Also das wäre für mich schon mal direkt eine Kritik, wenn man das hier vielleicht mit so einer Gummilamelle nochmal verbessern hätte können, dass wenn man es drauflegt, dass es mehr so einen Snack gibt, also wie so ein Vakuumverschluss, weil so, ihr seht, das fällt sehr schnell ab. Ist dann einfacher abzunehmen auch, aber ne, ich würde das schon als kleinen Bonuspunkt geben, dass man das hier quasi mit einer Gummilamelle einfach dichter macht. Hier ist dann so eine kleine Abtropfschale. Hier sammelt sich dann das Wasser. Die Abtropfschale, die ist aus Aluminium. Das ist schon mal sehr schön, sehr coole kalte Haptik in matt schwarz. Jetzt habe ich das Ganze wieder clean bekommen und die Abtropfschale kann hier dann drauf. Fühlt sich gut an. Das kann man hier auch noch mal abmachen. Ich glaube, da drin sammeln sich dann die Kapseln. Ja. Die Kapseln werden dann in diesem Behälter hier aufgewahrt und gestockt, bis ihr die entnehmt. Ähnlich wie bei einer Kaffeemaschine. Und einlegen tut man die Kapseln dann hier oben. So sieht das Ganze dann vollkommen zusammengebaut aus. Ja, macht einen sehr schicken Eindruck und tut sicherlich, was es soll. Ich werde das Ganze hier jetzt gleich mal einschalten und meinen ersten Tee brühen. Aber davor zeige ich euch, welche Teesorten ich hier noch dazu bekommen habe. Da werde ich auch ein Teetesting in den nächsten Wochen mal machen und euch berichten, welcher davon mir am besten geschmeckt hat. So. Und wir haben hier einmal Mary Apple, Mango Moringa, Bitter Orange, Milky Favorite, Honey Rooibos, Ginger Lemon und hier dann nochmal Zucker, also Jewel Candy. Gucke ich mal, ob ich die Teemaschine da in die Richtung meines Wasserkochers über die Mikrowelle packe. Das sollte ganz gut passen und da habe ich dann halt auch Strom, anstatt das hier hinter der Leiste noch mal rauszuziehen. Ich hätte gedacht, vielleicht ist das dann letztendlich die Endsituation, wie es stehen wird, aber ich habe jetzt keine Lust dahinter, die ganzen Sachen rauszupacken. Deswegen, wir bauen kurz um. So, wir sind jetzt hier aufgebaut. Ich habe das Ganze jetzt mal angeschlossen. Ich habe mir die Avery App heruntergeladen und werde mit euch jetzt einfach mal durchgehen und mich registrieren, den ersten Tee in Auftrag geben. Und gerade hatte ich mich schon gefragt, ob so große Tassen auch gut durchpassen. Und ja, so eine größere passt hier auch drunter. Also da keine Sorge. So kleinere machen natürlich immer ein bisschen mehr her und sehen schicker aus. Und gerade für Teekultur ist so kleiner Genuss, glaube ich, auch ganz beliebt. Aber ich trinke ganz gerne aus großen Tassen und deswegen bin ich zufrieden, dass das auch jetzt geht. So, jetzt habe ich mich angemeldet und jetzt soll ich meine Teemaschine auch registrieren. Registriert, jetzt starten und man ist hier in der Avery App. Die sieht schon sehr schick aus. Hier ist auch ein Shop hinterlegt. Hier könnte man dann die Kapseln nachbestellen.
Und so eine 6er-Box A8 Kapseln kostet 25 Euro. So Black Tea Set gibt's, Früh-Sets, also es gibt so viele Kombinationen an unterschiedlichen Sorten. Also da werdet ihr sicherlich das Passende finden. Aber bis ihr die Sache gefunden habt, die euch schmeckt, kann es vielleicht auch ein bisschen dauern. Da könnt ihr euch im Shop austoben. Es gibt hier auch Flüssigentkalker, Reinigungskapseln, Wasserfilter, den Zucker auch als braunen Rohrzucker und andere Zuckerarten. Ja, also das sieht schon mal ganz cool aus. Ich guck mal, ob ich das Ganze hier starten kann. Maschine. Die ist eigentlich registriert. Start. Tee zubereiten. Hier. Starte deine Teemaschine. Drücke den Start-Button. Der Start-Button, der ist hier oben. So. Jetzt ist das Ganze angegangen und hier oben blinkt eine Leuchte. So, Wasser fehlt. Das mache ich jetzt hier auch einmal. Und vielleicht ist es mal besser, wenn ich es ein bisschen höher hinkriege. Um Wasser einzufüllen, packe ich das Ganze hier einmal raus. Hier gibt es auch keine Markierung, bis wohin man das Wasser auffüllen soll. Aber ich denke mal, so komplett voll soll man es nicht machen. Die Teemaschine ist jetzt connected. Drücken Sie den Start-Button an der Teemaschine, um sie zu koppeln. Koppeln ist auch eher so ein touch-sensitiver Button, also da habt ihr keinen Widerstand mit einem Klick. Teemaschine wird gesucht. Sollte eigentlich jetzt schon klappen. Der hat mich ja gerade zum Koppeln gefragt, das habe ich bestätigt, aber bis jetzt passiert nichts. Wir versuchen es nochmal. Ich packe schon mal ein Glas hier drunter und lege eine Kapsel ein. Die Maschine ist wohl gerade so im Brühvorgang und ja, macht hier ihre Magie. Und ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert. Hier oben blinken so ein paar Dots. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, und die werden immer weniger. Ich glaube, der war gerade bei 3 und ist jetzt bei 2. In der Zwischenzeit gucke ich mir hier mal diese Sugar-Sache an. Die hatte ich gerade schon mal so ein bisschen aufgemacht und war überrascht, wie gut verarbeitet hier das Ganze dann doch ist. Man hat hier nämlich so einen kleinen Aluminiumkanister. Den Kanister kann man auch wieder verwenden. Das ist auch ganz gut. So Zuckerkristalle. Schon cool. Schmeißt man schon mal einen einfach rein. Ich hätte das abziehen sollen. Ich glaube, das war mein Fehler. Da passiert jetzt gar nichts gerade. Da müsste hier der Tee drin sein. Ja. Aber da ist nichts passiert, weil ich hätte das aufziehen sollen. Die Teekanne rein. Und jetzt ziehe ich das Ganze auch mal wirklich auf. Da hätte ich auch vorher drauf kommen können, das abzumachen. Deswegen einmal nochmal. Und jetzt sollte ich meinen Tee bekommen. Hier oben, wie gesagt, wird angezeigt, auf welchem Level man sich gerade befindet. So, und jetzt hat auch das Koppeln mit der Maschine funktioniert. Und in der App sieht man auch, wie lange der Tee noch braucht. Also jetzt sind es wohl 3 Minuten gewesen. Und wir haben noch 2 Minuten to go. So, da läuft der Tee jetzt auch vernünftig raus, und Schwarztee sollte ja auch so eine bräunliche Farbe haben. So, da habe ich dann den ersten Tee. Sieht schon mal ganz gut aus. Riecht auch sehr gut. Dann habe ich hier meinen ersten Tee jetzt doch mal geschafft nach einer langen Geburt. Und riechen tut dieser Schwarztee
sehr, sehr gut und ich werde ihn gleich mal direkt probieren. Ich lasse es noch ein wenig abkühlen. So vom Look macht's doch was her. Also ich finde, das ist ein sehr cooles Design. Wie gesagt, das mit den Kapseln, dass sie so auf das Produkt drauf zugeschnitten sind, finde ich so ein bisschen suboptimal. Ich hätte es lieber, wenn man da irgendwie auch noch so eigene Kapseln hat, die man sich selbst befüllen kann und seine eigenen Tees zum Beispiel brühen könnte. Oder halt, wenn es so Drittanbieter gibt. Aber es sei ihnen gegönnt. Die wollen hier natürlich auch an den Kapseln was dazu verdienen. Und mein richtiges Review wird jetzt nach einer langen Testzeit kommen. Aber jetzt habt ihr so einen ersten Testeindruck und so, der erste Schwarztee schmeckt wie ein guter Schwarztee. Ich bin jetzt kein Tee-Experte, aber er schmeckt mir auf jeden Fall schon mal gut. Dieses Schlürfen soll man ja machen für guten Tee und ja, wie gesagt, ein richtiges Review kommt in der nächsten Zeit und ja, falls du Spaß an diesem Video hattest, dann lass es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, ciao. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now, so I need that go, yo.